fand ich einfach höchst interessant, dass man plötzlich einen animierten Film hat, der eine ganz andere Dynamik annimmt. Hallo, mein Name ist Alex Radan und ich bin hier mit meiner Arbeit This Water Gives Back No Images. Herzlich willkommen, Alexander Radan, zu unserem Double-Feature-Gespräch. Wir sitzen jetzt hier im momentan leeren Brentano-Bad und wollen über deinen Film sprechen, This Water Gives Back No Images von 2017. Und wir sehen in dem Film einen Mann, einen Avatar, der sich durch eine virtuelle Landschaft bewegt, die nach und nach so von Wasser überspült wird. Und man erkennt eigentlich gleich so an der Ästhetik des ganzen Films, dass es keine so ganz normale Animation ist, so wie man das vielleicht normalerweise kennen könnte. Kannst du uns erstmal was zur Produktion des Ganzen erzählen? Ich kann so viel sagen, dass das in dem Sinne keine normale Animation ist, dass man sich hinsetzt, die plant und ein Storyboard hat und das dann nacheinander abarbeitet, sondern ich habe mir halt eine Umgebung gesucht, in der ich sehr schnell, sehr intuitiv einfach agieren kann und deshalb habe ich das sozusagen in einer Spiele-Engine, also in einem Spiel entwickelt, diesen Film. Und du hast dir sozusagen in dem Spiel einen bestimmten Ort gesucht oder hast du dir den irgendwie zusammengestellt durch bestimmte Modifikationen? Grundsätzlich ist das die Oberfläche von GTA 5 und das ist eine sehr große, sehr freie Landschaft, die sehr detailliert simuliert ist. Durch Mods, die alle sehr leicht draufzuladen sind und sehr leicht zu bedienen sind, kannst du auch einfach durch die Gegend fliegen. Du kannst ganz neue Perspektiven einnehmen, die du in dem Spiel sonst nicht einnehmen kannst. Du kannst Kameras aufstellen, du kannst theoretisch eigentlich alles machen. Und du hast aber eigentlich ja jeden Hinweis so auf sag ich mal, GTA rausgenommen. Also man hat ja nicht irgendwie so die eingeblendete Karte oder so den typischen Soundtrack, den man dafür hat, sondern es ist viel abstrahierter. Was für eine Stimmung wolltest du denn da eigentlich beschreiben oder erzeugen? Also das Spiel ist nicht im Vordergrund gewesen, auch die Tatsache nicht, dass es ein Spiel ist, sondern einfach, dass ich dort frei und schnell arbeiten konnte und sehr dokumentarisch auch Dinge finden konnte, die mich interessiert haben und dort dann weiter reingearbeitet habe. Dass es da auch so Elemente gibt, die so ein bisschen ins Surreale reingehen und so. Ist das was sich für dich dann irgendwie auch so ganz natürlich so aus dieser Freiheit daraus ergibt, die man dann hat in so einem Spiel mit den Modifikationen? Definitiv. Also sich in der Spielelandschaft zu begeben, hat auch sehr viel irgendwie mit Träumen zu tun. Selbst auch jetzt in GTA ist es auch so, dass man diese Third-Person-Perspektive einnimmt, die man im Traum auch oft hat. Also man sieht da irgendwie auch eine Person, die auch nicht unbedingt so aussieht wie du, aber irgendwie bist du gefühlt doch diese Person. Das ist sehr ähnlich und die Dinge, die man dann dort auch erleben kann, die fühlt man halt auch ganz anders. Und auch genau dieselben Fragen stellt man sich auch, wie man sie sich auch im Traum stellt und versucht es zu kombinieren mit Erfahrungen. Also du hast dann auch eine Doppelrolle im Prinzip in dem Moment, ne? Du spielst, du bewegst dich oder du bewegst diese Figur in dem Spiel und du filmst dich oder filmst die Person sozusagen, wie du vielleicht irgendwie als Kameramann an einem Set einen Schauspieler filmen würdest. Ist es für dich dann besonders produktiv, dann irgendwie auch so hin und her switchen zu müssen? Das war am Anfang notgedrungen so. Mein Rechner hat es einfach nicht hergegeben, den Bildschirm abzufilmen in einer ordentlichen Qualität automatisch, also mit einem Programm. Und dabei noch was zu spielen und habe dann angefangen mit einer Filmkamera das sozusagen abzufilmen, was ich dort mache. Was bedeutet hat, dass ich halt mit der linken Hand irgendwie gefilmt habe, wirklich irgendwie und irgendwie mit der rechten Hand noch so den Joystick bedient habe. Und habe aber dann irgendwann mal gemerkt, dass das total interessant ist, weil ich mich tatsächlich selbst irgendwie noch mal beobachten musste, wie ich sowieso schon eine Rolle spiele. Also das sind eigentlich so 3 Positionen, die ich auf einmal eingenommen habe und ich habe mich da irgendwie in dieser Grauzone befunden und habe irgendwas entwickeln müssen. Was hat es denn mit dem Avatar auf sich? Also die Art und Weise, wie er sich verhält, ich finde, es wirkt so recht passiv. Ja. War das so ein Kontrast, den du da bewusst gesucht hast? Nee, bewusst habe ich den nicht gesucht, aber ich glaube, es hat sich so ergeben, weil dieser Spielecharakter gar keine Aufgabe hatte. Das heißt,
genauso gelangweilt wie ich auch teilweise vor dem Bildschirm saß, sitzt dann auch der Avatar gelangweilt da rum. Und es hat sich einfach keine andere Stimmung ergeben, dort jetzt freudig durch die Gegend zu hüpfen oder zu rennen oder die Renntaste zu drücken. Das sind ja dann auch interessante Momente in so einem Spiel, wo die Figur vielleicht nicht genau das macht, was du willst, oder diese Welt so eine eigene Logik hat, die dann vielleicht sich dir auch manchmal widersetzt. Ist das für dich auch gerade das Spannende dann vielleicht mitunter daran? Dass man auf Dinge reagieren muss, dass man überrascht wird von der Situation und darauf reagiert. Das fand ich einfach höchst interessant, dass man das sozusagen, dass man plötzlich einen animierten Film hat, der eine ganz andere Dynamik annimmt. So. Und genau, da habe ich mich selbst sehr oft überrascht mit auch der Wahl von vorgefertigten Formen, die ich dort dann steuere oder Texturen oder Animationen auch. Also frage ich mich auch, wieso bin ich jetzt hier gelandet und wieso tue ich jetzt das? Es gibt ja ein wichtiges Leitmotiv in dem Film, wenn man so will, eben die Aufnahme von Nina Simone, wie sie Images singt. Da gibt es teilweise so Überschneidungen, sage ich mal, im Text und die irgendwie zum Bild korrespondieren. Hast du dann das Setting auch so aufgebaut, dass es sich sozusagen für das Lied irgendwie anbietet, oder ist das gar nicht so darauf abgestimmt gewesen ursprünglich? Während ich einfach experimentiert habe, habe ich halt einfach wirklich aus Zufall dieses Lied auch gehört. Ich habe überlegt, ob man das jetzt irgendwie einbauen kann, aber ich wollte halt auf gar keinen Fall, dass es irgendwie einfach wie so eine Filmmusik oder so da drüber gelegt wird. Also ich fand, das wird dem Ganzen auch nicht gerecht und hatte dann eigentlich keine andere Möglichkeit, als Nina Simone so, wie sie selbst dort auf der Bühne stand, auch in diese Arbeit aufzunehmen. Ihr Text beruht ja auf einem Gedicht von William Waring Cooney, ein Autor der Harlem Renaissance, der eigentlich in ganz wenigen Sätzen beschreibt, wie eben in einer Gesellschaft, die auf Rassismus und auf Klassenunterschieden basiert, Menschen an ihrer persönlichen Entfaltung gehindert werden. Und das hat natürlich einen sehr spezifischen politischen Hintergrund in dem Fall, und du überträgst es dann aber in einen virtuellen Raum, in einen scheinbar erstmal abstrakteren Raum. Was hat dich denn dann daran interessiert, das da nochmal reinzutragen in den Film? Man kann dieses Gedicht genauso heute noch nehmen, deshalb auch der Part von Nina Simone unangerührt in der Videoarbeit von mir. Und man kann aber auch diese Fragen nehmen und sie auch dem Rest, den ich dann dazu gebaut habe, gegenüberstellen. Und das sind dann Fragen, die auch mit der Digitalität zu tun haben. Das sind Fragen, die mit dem Körperbild zu tun haben. Ja, wie denken wir in der Zukunft von Körpern und von Gleichheit? Was macht das mit den Körperbildern kommender Generationen? Also wie sehen die denn einen Körper, wenn sie selbst heranwachsen und bis dato auch Erfahrungen damit gemacht haben, dass bestimmte Figuren immer wieder da sind und immer wieder kommen und sich nicht verändern, aber auch total veränderbar sind. Ja, das sind einfach Fragen, die man sich heute stellen kann, auch direkt im Vergleich zu den Fragen, die man sich damals gestellt hat, warum wir Menschen nicht irgendwie gleich sehen können.